Schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir ein bisschen über Fettsäuren und gesunde Fette erzählen im Zusammenhang mit Neurodermitis. Fettsäuren bzw. gesunde Fette sind unerlässlich für unseren Stoffwechsel. Wir brauchen sie für viele einzelne Prozesse, für die Zellmembranen, für die Herstellung von Hormonen, für ein gesundes Gehirn und natürlich auch für eine gut funktionierende Haut. Den meisten, die von Neurodermitis betroffen sind, wird Nachtkerzenöl empfohlen und Borretschöl. Beide Öle enthalten Gamma-Linolensäure, die auch sehr gut für die Haut ist. Du bekommst sie in Form von Samenölkapseln oder Ölbädern oder Cremes. Was ich dir heute vorstellen möchte, sind die Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, ungesättigte, langkettige Fettsäuren, die essentiell sind. Essentiell heißt, dein Körper kann sie nicht selber herstellen und du musst sie mit der Nahrung zu dir nehmen. Es gibt verschiedene langkettige Fettsäuren. Dazu gehören Omega-6 und Omega-3. Die sind sehr im Fokus der Wissenschaft. Und die beiden möchte ich dir gerne vorstellen. Das eine sind Omega-6-Fettsäuren. Die hast du vor allem in Sonnenblumenöl, Sojaöl, Maiskeimöl oder Distelöl. Die Omega-6-Fettsäuren sind entzündungsfördernd und deshalb solltest du nicht zu viele davon zu dir nehmen. In allen Fertiggerichten, in Mayonnaisen, in Brotaufstrichen werden immer diese Öle benutzt, vor allem Sonnenblumenöl, weil das für die Verarbeitungsprozesse total angenehm ist und auch sehr preisgünstig. Für deinen Körper ist das nicht so gut. Der Gegenspieler der Omega-3-Fettsäuren, der Omega-6-Fettsäuren sind die Omega-3-Fettsäuren. Die machen genau das Gegenteil. Sie sind entzündungshemmend. Und das ist natürlich bei einer Erkrankung wie Neurodermitis sehr wichtig. Außerdem fördern sie Regenerationsprozesse, sie regulieren den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, haben Einfluss auf Faltenbildung und auch auf die Konsistenz der Haut. Spannungsgefühle werden davon beeinflusst. Von daher sind Omega-3-Fettsäuren sehr wichtig. Die findest du zum einen in verschiedenen Pflanzen. Das ist die Omega-3-Fettsäure ALA, die Alpha-Linolensäure. Dies ist in Chiasamen, Leinsamen oder Leinöl, Walnüssen, Walnussöl, Leindotteröl oder Hanföl enthalten. Die ist sicherlich sehr gut, aber sie hat lange nicht so heilsame Wirkungen wie die sogenannten marinen Omega-3-Fettsäuren, die EPA und DHA. Leider werden die Omega-3-Fettsäuren aus Pflanzen nicht gut umgewandelt. Also es gibt nur eine geringe Rate, dass ALA in die anderen beiden EPA und DHA umgewandelt wird. Von daher reicht die Omega-3 aus dem Leinöl bei weitem nicht aus. Die anderen beiden, die haben schwierige Namen. EPA ist die Eicosapentaensäure. Die beiden anderen Öle, EPA und DHA, sind sogenannte marine Fettsäuren. Sie kommen vor allem in Kaltwasserfischen, in fetten Kaltwasserfischen vor, wie zum Beispiel Lachs, Makrele, Thunfisch oder Sardinen. Sie kommen aber auch in Algen vor und in einem geringen Maße auch in Wiederkäuern aus Weidehaltung. Was kannst du tun, damit du genügend von diesen Omega-3-Fettsäuren bekommst? Ausreichend Fisch essen ist eine Möglichkeit, ist aber sowohl für vegetarisch oder vegane Menschen nicht der Weisheit letzter Schluss.
Und außerdem aus ökologischen Gründen sind Fische heutzutage fast nicht mehr empfehlenswert. Die Meere sind überfischt, Mikroplastik, Schwermetallbelastungen, all das möchte man nicht haben. Eine gute Alternative sind Algen, also Algenöl. Du bekommst heute sehr gute Präparate, die gemischt sind mit Zitrone oder Olivenöl, so dass man keinen fischigen Geschmack hat. Sehr gute Präparate gibt's von den Firmen Neutrogena oder auch Norsan. Damit du in einen therapeutischen Bereich kommst, damit die Menge der Omega-3-Fettsäuren ausreichend ist, brauchst du pro Tag 2 Gramm EPA und DHA. Das würde einem Esslöffel Fischöl entsprechen, einem Teelöffel Algenöl oder einer entsprechenden Menge an Kapseln. Sehr preisgünstige Produkte aus dem Drogeriemarkt sind meist nicht empfehlenswert, weil das Öl häufig schon ranzig schmeckt, alt ist und weil die Menge an Fettsäuren viel zu gering ist. Du müsstest dann 8 oder 10 Kapseln schlucken, um auf diese Menge zu kommen. Ja, ich möchte dir empfehlen, probier das aus mit diesen Omega-3-Fettsäuren. Hol dir ein Präparat. Du musst ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Es dauert manchmal so 6 Wochen, ehe sich ein positiver Effekt wirklich niederschlägt. Du kannst auch eine sogenannte Fettsäurenanalyse vornehmen lassen. Es gibt Testkits, zum Beispiel bei der Firma Norsan, um zu gucken, wie das Verhältnis deiner Fettsäuren aufgestellt ist. Insgesamt tust du dir auf jeden Fall etwas Gutes mit Omega-3-Fettsäuren, mit der EPA und DHA, denn sie unterstützen deinen gesamten Stoffwechsel, vor allem auch dein Gehirn, und die Hormone regulieren sich und auch die Stoffwechselvorgänge in deiner Haut. Ja. Wenn du mehr darüber wissen willst, kannst du gerne auf meiner Webseite nochmal gucken. Da gibt's einige Informationen zu diesen Fettsäuren, www.schwanenstark.de. Ich danke dir.